Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über den Alltag, also über das, was viele Menschen jeden Tag tun. Du hörst, wie man alltägliche Handlungen auf Deutsch beschreibt und lernst dabei viele nützliche Verben im Präsens und Vergangenheit. Mach es dir gemütlich und lass uns loslegen. Guten Morgen. Der Wecker klingelt. Viel zu früh. Wie immer. Es ist 7 Uhr und draußen ist es noch halb dunkel. Kurz überlege ich, ob ich einfach weiter schlafe. Aber dann fällt mir ein, ich habe heute einen wichtigen Termin. Also raus aus dem Bett. Im Bad ist der Boden kalt. Schnell die Zähne putzen, duschen, Haare föhnen. Das Wasser ist erst eiskalt. Dann plötzlich viel zu heiß. Typisch. Vor dem Spiegel sehe ich halb wach, halb lebendig aus. Naja, das muss reichen. In der Küche riecht es schon nach Kaffee. Die Kaffeemaschine brummt. Und ich freue mich auf den ersten Schluck. Ohne Kaffee funktioniert mein Gehirn einfach nicht. Während ich frühstücke, höre ich Radio. Die Moderatorin redet über das Wetter. Heute bleibt es sonnig. Na, hoffentlich stimmt das. Gestern hat's geregnet, obwohl Sonne versprochen war. Ich esse Brot mit Käse und Tomaten, dazu ein Ei. Währenddessen checke ich meine Mails und Nachrichten. Viel Spam und paar Rechnungen und eine lustige Nachricht von meiner Freundin. Vergiss heute nicht deinen Regenschirm. Sonnig heißt bei uns Sturm ab Mittag. Um 7:30 ziehe ich mich an. Hemd, Jeans, Jacke. Die Schuhe sind noch nass von Regen gestern. Wunderbar. Ich packe meine Tasche. Laptop, Notizbuch, Schlüssel, Kopfhörer und Wasserflasche. Fertig. Draußen weht ein kalter Wind. An der Bushaltestelle stehen schon 5 Leute, alle mit Kopfhörern. Keiner spricht. Der Bus kommt natürlich zu spät. Ich schaue auf die Uhr. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Dann entscheide ich. Ich gehe zu Fuß und mit der U-Bahn. Der Weg zur Arbeit dauert etwa 20 Minuten. Ich laufe an einem Bäcker vorbei. Frisches Brotduft überall. Ein älterer Mann grüßt mich jeden Morgen freundlich, während er seinen Hund ausführt. Die Kinder rennen zur Schule. Die Autos hupen. Ein typischer Morgen in der Stadt. In der U-Bahn ist alles voll wie in einer Sardinenbüchse. Alle versuchen, nicht zu nah am anderen zu stehen. Unmöglich. Ein Kind isst einen Keks. Jemand telefoniert laut. Und ich frage mich, warum ich nicht einfach Homeoffice mache. An der Station Marienplatz muss ich umsteigen. Die Anzeige sagt, Zug fällt aus. Super. Also warte ich auf den nächsten, der natürlich ebenfalls zu spät kommt. Nach 10 Minuten fährt der endlich ein. Und alle drängen gleichzeitig hinein. Ich halte mich fest, atme tief durch und denke, nur noch 3 Stationen. Endlich in Schornstadt angekommen. Jetzt noch ein 15-minütiger Spaziergang zum Büro. Die Sonne kommt heraus. Das hebt die Stimmung. Ich hol mir unterwegs einen zweiten Kaffee und einen Butterbrezel. Im Büro wartet schon der Chef. Na, gut geschlafen? Ich lächle höflich. Bestens, danke. Dann beginnt der ganz normale Wahnsinn. E-Mails, Telefonate, Meetings, zu viele Aufgaben für zu wenig
Zeit. Mittags esse ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kantine. Heute gibt's Nudeln mit Tomatensauce. Nicht schlecht, aber wieder lauwarm. Nachmittags kämpfe ich gegen das Mittagstief. Ein kurzer Spaziergang hilft. Dann noch ein Kaffee. Gegen 17 Uhr schließe ich endlich den Laptop. Feierabend. Auf dem Heimweg halte ich im Supermarkt. Ich kaufe Brot, Milch, Käse und natürlich sprudeliges Wasser. Still? Nein, danke. Zu Hause ziehe ich sofort die bequeme Hose an. Ich koche etwas Einfaches, höre Musik und öffne vielleicht ein Bier. Später telefoniere ich mit meiner Mutter. Sie fragt, ob ich genug Gemüse esse. Ich sage ja, obwohl es gelogen ist. Dann kommt der gemütliche Teil des Abends. Eine Serie schauen, ein bisschen lesen oder einfach auf dem Sofa liegen und nichts tun. Manchmal nehme ich mir vor, früh schlafen zu gehen. Klappt nie. Um 23 Uhr bin ich endlich im Bett. Noch schnell durch Instagram scrollen, ein paar Nachrichten lesen und plötzlich ist Mitternacht. Ich lege das Handy weg, seufze und denke, morgen mache ich alles ganz anders. Naja, vielleicht. Und das war's für heute. Jetzt kennst du viele Wörter und Verben, um deinen Tag auf Deutsch zu beschreiben. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und abonniere My Germanize Life, damit du keine neuen Lektionen verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß beim Deutschlernen.